Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LED Smart Home. Im heutigen Video möchte ich auf ein neues Feature des Jaggery HomePower 2000 Ultra eingehen, das viele von euch sicherlich interessieren wird und bei dem einen oder anderen auch sicherlich das eine oder andere Problem lösen wird. Worum es geht, erfahrt ihr gleich. Außerdem möchte ich noch einiges zum Thema Amortisierung sagen und euch auch mal zeigen, was der Batteriespeicher in den letzten Tagen seit dem ersten Video bei mir erwirtschaftet hat. Das Ganze möchte ich euch anhand von einigen Diagrammen verdeutlichen und euch damit auch gleichzeitig zeigen, dass Amortisierungszeiträume von 8 bis 10 Jahren schon längst der Geschichte angehören. Heißt, wenn alles gut läuft, sind Amortisierungszeiträume zwischen 5 bis 8 Jahre durchaus realistisch. Ich glaube sogar, dass Amortisierungszeiträume unter 5 Jahre durchaus machbar sind. Also, falls ihr mehr zu dem neuen Feature wissen wollt und wieso ich glaube, dass sich das Ganze in unter 5 Jahren rechnen kann, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Bevor ich loslege, muss ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass mir Jaggery dieses Produkt zur Verfügung gestellt hat, aber sie keinerlei Bedingungen gestellt haben, worum es in diesem zweiten Video gehen soll oder sonst irgendwie Einfluss auf dieses Video genommen haben. Alles, was ich euch erzähle, ist meine persönliche Meinung und alle Diagramme, die ich euch zeige, beruhen auf meinen Messwerten der letzten Tage, Monate und Jahre. Okay, fangen wir mit dem neuen, wie ich finde, richtig genialen Feature an, das mit einem der letzten Updates zur Verfügung gestellt wurde. Ich blende euch hier mal eine Pop-up oder eine Pop-up-Meldung ein und den entsprechenden Text, der angezeigt wurde, als dieses Update kam. Das ist der Punkt 2, den ich meine. Der hört sich recht unscheinbar an. Und man versteht auch nicht unbedingt gleich beim ersten Mal, was das bedeutet. Aber das Feature ist richtig interessant, denn dadurch ist es möglich, Überproduktionen im Netz in den Batteriespeicher einzuspeisen. Was heißt das jetzt genau und wieso kann das dem einen oder anderen helfen? Also nehmen wir mal an, ihr beschäftigt euch gerade mit dem Thema Balkonspeicher und stellt fest, dass ihr eigentlich keinen passenden Aufstellungsort für diesen Batteriespeicher habt. Heißt, ihr habt irgendwo eure Solarpaneele montiert und in die Steckdose gesteckt, aber von dort kommt ihr auf Biegen und Brechen nicht zum Aufstellungsort des Batteriespeichers. Und hier hat sich Jaggery ein paar Gedanken gemacht und sich gesagt, wir fragen einfach den Sheddy ab, wie es gerade mit der Produktion aussieht. Also ob ich gerade einen Überschuss habe und ins Netz einspeise. Falls nein, dann ist alles gut und der Strom wird selbst verbraucht. Aber wenn ich zum Beispiel 100 Watt zu viel habe und ins Netz einspeise, dann merkt Jaggery das über den Sheddy und steuert gegen, indem es einfach 100 Watt aus dem Netz bezieht und damit den Batteriespeicher lädt. Das ist ähnlich wie bei einem dynamischen Stromtarif. Wenn der Preis unter einen bestimmten Preis gefallen ist, dann lädt sich das Gerät mit günstigem Strom aus dem Netz auf und wenn dieser dann wieder benötigt wird, wird es halt wieder aus der Batterie genommen. Und genau das gleiche oder genau der gleiche Einsatz wird jetzt dafür verwendet, um Überproduktion einzuspeisen. Heißt, ihr braucht keine direkte Verbindung zum Batteriespeicher von eurem Balkonkraftwerk oder von dem Mikrowechselrichter, sondern es reicht, wenn der Batteriespeicher irgendwo steht und ihm dann der Shelly oder jedes andere kompatible Messgerät ihm dann sagt, dass gerade Überkapazitäten da sind und diese Überkapazitäten werden dann in den Batteriespeicher gespeichert. Was bedeutet das in der Praxis? Also, wenn der Batteriespeicher etwas weiter weg von euch steht, beziehungsweise vom vorhandenen Balkonkraftwerk, dann müsst ihr jetzt nicht mehr ein langes Kabel vom Mikrowechselrichter zum Balkonspeicher an den AC-Eingang ziehen, sondern könnt ihn einfach so lassen, wie es ist und der Rest erledigt dann der Jaggery HomePower 2000 Ultra in Verbindung mit eurem Strommessgerät, zum Beispiel einem Sheddy-Gerät. So ähnlich war das ja bei mir. Ich musste ja ein neues Stromkabel von meinem vorhandenen Wechselrichter zum Batteriespeicher verlegen, um ihn dann dort an den AC-Eingang anzuschließen. Und dieses Kabel, was ich damals verlängert habe, das waren irgendwas um die 20 Meter, das mache ich jetzt einfach wieder ab oder habe es wieder abgemacht und schließe das Kabel einfach wieder in die normale Steckdose, also den Mikrowechselrichter wieder in die normale Steckdose und der
Shelly bzw. der HomePower 2000, der merkt das einfach und versorgt sich dann mit der Spannung aus dem Netz, wenn er merkt, dass Überkapazitäten da sind. Ich blende euch auch noch mal ein kurzes Video ein, wo man sieht, dass überschüssige Energie von unten rechts in den Batteriespeicher zurückgespeist wird, weil gerade Überkapazitäten vorhanden sind. Also wie gesagt, ein sehr interessantes Feature und wie ich finde, richtig gut umgesetzt. Und ich bin mir sicher, dass es dem einen oder anderen auch helfen kann, vorausgesetzt, ihr habt natürlich irgendwo einen Shelly oder ähnliches montiert, der die aktuellen Verbräuche misst und sie an den Batteriespeicher weitergibt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinem Diagramm, wo ich euch zeigen möchte, wie sich das Ganze in den letzten Wochen entwickelt hat. Denn im ersten Video konnte ich euch ja nur eine magere Ausbeute von 2,90 € zeigen und irgendwas um die 7,6 Kilowattstunden, weil einfach das Wetter damals in diesem Testzeitraum nicht mitgespielt hat. Aber nachdem das Video fertig war, hat der Sommer hier so richtig losgelegt und die Wolken haben sich verzogen. Und was damals auch noch dazu kam, war ein zweiter Batteriespeicher, also so ein Erweiterungspack. Da wurde das Ganze von 2 Kilowatt auf 4 Kilowattstunden vergrößert und somit ist jetzt mehr Speicher vorhanden, um die Energie einzuspeichern und dadurch kann man natürlich auch viel mehr nutzen. Generell würde ich empfehlen, sobald es über 800 Watt Solarleistung geht, sollte man sich definitiv mehr als 2 Kilowattstunden Batteriespeicher anschaffen. Aktuell habe ich 1,5 Kilowattstunden Peak auf dem Dach montiert und das ist meiner Meinung nach gerade so die Grenze, was 4 Kilowattstunden Batteriespeicher speichern können. Das heißt, wenn man mehr Solarleistung bzw. mehr Paneele hat, dann sind 4 Kilowattstunden in den meisten Fällen zu wenig, denn dann wird der Speicher sehr schnell voll und wenn man dann die Energie nicht verbraucht, wird sie halt wieder ins Netz eingespeist und man verschenkt den ganzen Strom. Natürlich spielt es hier auch eine Rolle, wie viel man selbst verbraucht, denn wenn man nichts verbraucht und nichts aus dem Batteriespeicher entnimmt, dann ist der nach 2, 3, 4 Stunden oder sowas voll und man würde dann wieder Energie verschenken bzw. einspeisen. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema Batteriespeicher oder Solarpaneele beschäftigt, muss man zuerst mal rausfinden, wie hoch ist die Grundlast bei sich zu Hause, im Haus, in der Wohnung und dann anhand dieser Grundlast und des Strombedarfs kann man dann sagen, wie viele Solarpaneele braucht man und wie viel Speicher benötigt man. Bei uns ist es so, dass die Grundlast irgendwo zwischen 150 und 170 Watt liegt und was bei uns auch noch positiv dazu kommt, ist, wir haben 2 Klimaanlagen verbaut, da wir im Dachgeschoss wohnen und jedes Mal, wenn die Sonne so richtig stark scheint, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Klimaanlagen anmachen bzw. brauchen, relativ hoch und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir genug Abnahme haben und im Grunde fast 100% des erzeugten Stroms auch selbst nutzen. Das zeige ich euch später auch nochmal anhand eines Diagrammes, denn immer wenn die Sonne scheint, müssen wir die Klimaanlage anmachen und so haben wir im Grunde immer fast 100% Abnahme. So, dann schauen wir uns noch mal kurz an den Stand vom 9. Juni aus dem ersten Video. Da war es so, dass 7,58 Kilowattstunden produziert wurden und das entsprach dann 2,90 € bei einem Strompreis von 38 Cent. Und der Batteriespeicher selbst, der ging am 27.05. in Betrieb. Das heißt, alle Daten sind ab dem Zeitraum damals gewesen. Aktuell ist der 20. Juli und die Anlage hat, wie ihr hier seht auf der App, 225 Kilowattstunden produziert. Das entspricht 85,80 € und das ist der aktuelle Stand heute. Was ich euch hier auch noch zeigen möchte, ist, an diesem Tag haben wir 8 Kilowattstunden Strom erzeugt und von diesen 8 Kilowattstunden Strom, die die Solaranlage an diesem Tag erzeugt hat, haben wir im Grunde alles selber verbraucht und so gut wie gar nichts ins Netz eingespeist, denn an diesen Tagen laufen normalerweise bei uns die Klimaanlagen und die verbrauchen, hier sieht man es, irgendwas zwischen 600 und 700 Watt, die hier irgendwas zwischen 150 Watt und 160 Watt. Und man sieht hier fast keinen Ausschlag nach unten. Das sind einfach nur die Ausschläge, die der Shelly braucht, um nachzuregeln, beziehungsweise das System an sich nachzuregeln. Und so schaffen wir es an sonnenreichen Tagen im Grunde fast 100% des erzeugten Stroms auch selber zu verbrauchen, bis der Akku leer ist. Hier sieht man, hier ging der Akku leer und dann
beziehungsweise ging der Speicher leer und dann stieg halt unser Verbrauch wieder auf 700 Watt. Aber man sieht schön, Einspeisung fast gleich null. Bezüglich der Einspeisung möchte ich euch auch nochmal dieses Diagramm zeigen. Also hier sieht man, was wir eingespeist haben. Diese Werte stammen wieder vom Stromzähler der Stadtwerke, den ich auslese. Und hier sieht man, dass wir im Juni 2025, also letzten Monat, 9 Kilowattstunden eingespeist haben. Und im Mai waren es 21 Kilowattstunden, obwohl dort eine geringere oder eine kleinere PV-Anlage montiert war. Die hatte ja damals nur irgendwas um die 800 Kilowatt Peak oder 600 Kilowatt Peak mehr oder weniger. Und damals haben wir 21 Kilowattstunden eingespeist und im Jahr davor sieht man, war es mehr oder weniger identisch, 17, 17, 20 und hier im August 30 Kilowattstunden. Da war wahrscheinlich meine Frau im Urlaub und dann hatten wir keinen Stromabnehmer. Deswegen wurde mehr eingespeist. Und was man jetzt hier schön sieht, hier gingen ja die Batteriespeicher in Betrieb. Hier kam ja der zweite Speicher hinzu, irgendwann Mitte des Monats. Da wurden noch 9 Kilowattstunden eingespeist und aktuell liegen wir irgendwo bei 1 Kilowattstunden im Juli, was eingespeist wurde. Das heißt, wir haben fast 100% von diesen 220 Kilowattstunden, die erzeugt wurden, haben wir gerade mal 1 Kilowattstunde ins Netz eingespeist und ansonsten alles selber verbraucht. Und dadurch, dass wir alles selber verbrauchen, ist die Amortisationszeit relativ gering, denn normalerweise hat man einen Nutzungsfaktor der erzeugten Energie von ungefähr 70–80%, wenn es gut läuft, und wenn es schlecht läuft, irgendwo bei 50%. Und wenn man so viel Strom verbraucht und so viel Eigenbedarf hat, dann amortisiert sich das Ganze natürlich um einiges schneller. Und ich denke mal 1%, das ist 1%, das ist im Grunde fast gar nichts. Ja, hier nochmal ein Diagramm, wie der Stromverbrauch bei uns übers Jahr gesehen aussieht. Das heißt, wir hatten hier Juni, Juli, hatten wir im letzten Jahr 230 bzw. 236 Kilowattstunden pro Monat verbraucht. Und dadurch, dass jetzt die Batteriespeicher vorhanden sind und die PV-Anlage ein bisschen vergrößert wurde, sehen wir, im Juni hatten wir 165 Kilowattstunden nur noch verbraucht und aktuell 125 Kilowattstunden. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich am Ende des Monats irgendwo auf 140 Kilowattstunden und das ist relativ wenig und im Vergleich zu vorher sind das knapp 100 Kilowattstunden pro Monat weniger wie üblich. Und wenn ich jetzt diese Daten nehme, das heißt 225 Kilowattstunden, was ich in den letzten 2 Monaten verbraucht habe und das runterrechne auf einen Monat, dann sieht das Ganze ungefähr wie folgt aus. Also das ist nur eine Annahme und die Zahlen werden vermutlich nicht genauso sein, aber mehr oder weniger wird es vermutlich zutreffen. Also ich nehme hier an, ein Batteriespeicher mit 4 Kilowatt kostet ca. 1400 Euro, 4 Solarmodule 320 Euro, dann braucht man noch einen Shelly, der kostet ca. 70 Euro. Dann bei mir war es zumindest die Flachdachhalterung, die kostet 140 Euro und dann kommen wir auf plus minus 1930 Euro, wobei der Shelly war ja schon vorhanden und auch Flachdachhalterung war schon da. Deswegen muss ich das jetzt nicht unbedingt mitrechnen, denn die hätte ich sowieso gehabt. Auf jeden Fall hatte ich ja hier 170 Kilowattstunden pro Monat ausgerechnet. Das sind jetzt hier diese 225 Kilowattstunden in 2 Monaten. Und der Juli hat ja noch 10 Tage. Und wenn ich rechne pro Tag circa 5 Kilowattstunden, was erzeugt wird und auch verbraucht wird, dann sind wir irgendwo bei 50 Kilowatt und dann kommen wir grob auf 140 bis 170, je nachdem, wie die nächsten Tage werden, sonnig oder bewölkt. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Rechnung so gemacht, also 680 Kilowattstunden werden vermutlich zwischen Mai und August erzeugt. Das sind 260 Euro. Und wenn ich diese 1800 Euro, habe ich jetzt angenommen, durch 260 nehme, dann beträgt der Amortisationszeitraum 6,9 Jahre. Und wenn ich noch den Frühling und den Herbst mitnehme, die Werte von hier habe ich aus 2024 übernommen mit 600 Watt bzw. 800 Watt Peak-Anlage, die vorhanden war.
Und wenn ich die Werte von dort nehme, also 246 Kilowattstunden bzw. 93 Euro, und addiere die zu diesem Wert hinzu, dann beträgt der Amortisationszeitraum nur noch knapp 5 Jahre, das heißt 1800 plus geteilt durch 360, also 260 plus die 100 von hier, sind es dann nur noch 5 Jahre. Und wenn ich jetzt annehme, dass wir ja nicht nur noch 600 Kilowatt bzw. 800 Watt Peak, nicht Kilowatt, sondern 1500 Watt Peak auf dem Flachdach jetzt haben, dann erhöht sich natürlich auch dieser Wert von 93 vermutlich auf irgendwas um die 150 Euro und dann ist die Gesamtsumme hier 410, das heißt 1800 durch 410 und dann komme ich auf einen Amortisationszeitraum von 4,3 Jahren, beziehungsweise wenn man hier 2000 eingibt, sind es immer noch 4,8 Jahre. Also wie ihr seht, es ist möglich, unter 5 Jahre zu kommen. Natürlich, es sind viele Annahmen getroffen und vielleicht trifft es nicht so, schlechte Sommer oder was auch immer. Oder man muss hier noch einen Elektriker bezahlen, der ist unbezahlbar und der macht die ganze Rechnung hier natürlich kaputt. Aber theoretisch ist es möglich und ich bin mal gespannt, ob das bei uns klappt, denn dadurch, dass wir so viel selber verbrauchen, könnte das durchaus möglich sein. Die Werte, die ich hier angenommen habe, das sind Werte, die ich, wie gesagt, letztes Jahr geloggt habe. Die kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Und zwar sehen wir hier April 31 Kilowattstunden, Mai 35 Kilowattstunden und März 23 Kilowattstunden. Das ist das Teil oder das Panel, das auf dem Balkon verbaut war, also ein Balkonkraftwerk im eigentlichen Sinne. Und dann hatte ich hier noch ein Modul, das ist das, was verschattet wurde nachmittags. Das hat hier im März 34 Kilowattstunden geliefert und im April 49. Und diese Daten, beziehungsweise auch hier vom September und Oktober, habe ich einfach hier aus dieser Tabelle genommen und sie hier in dieser Excel-Liste eingetragen. Und so bin ich auf diese 246 Kilowattstunden gekommen, die zusätzlich vermutlich noch dazukommen, plus nochmal, weil mehr PV-Module auf dem Dach sind, kommt halt nochmal ein bisschen mehr drauf. Beziehungsweise amortisiert sich das Ganze ein bisschen schneller vermutlich. Also im Grunde egal, wie ich es berechne, ich komme höchstwahrscheinlich unter die 8 Jahre, die früher so angenommen wurde, also irgendwas zwischen 8 und 10 Jahre. Das müsste definitiv klappen und bin schon sehr gespannt. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls euch das interessiert, dann nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und dann werde ich nochmal ein kleines Update-Video machen, wahrscheinlich Ende des Sommers. Und dann sehen wir, beziehungsweise irgendwann Anfang Winter. Und dann sehe ich, was in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen produziert wurde. Und dann kann man das vielleicht ein bisschen besser abschätzen und nochmal besser berechnen. Falls ihr Interesse an dem Jaggery HomePower 2000 Ultra habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch das Produkt und auch einen Rabattcode, womit ihr nochmal ein paar Euro sparen könnt. Und dann geht die Rechnung ganz sicher auch bei euch auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit dem Jaggery HomePower 2000 Ultra.